Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch, nämlich unseren Test vom Commencal Tempo. Hier erfahrt ihr, ob das kurzhubige Trailbike genauso samtig weich und waschmaschinenfest wie sein Namensvetter ist. Das Commencal Tempo ist nicht unbedingt das gewöhnlichste Trailbike, was man kaufen kann. Wir haben hier 125 mm virtuellen Pivot-Federweg am Heck, 140 mm an der Front, 29 Zoll Laufräder und wirklich sehr robusten Alurahmen. Der erfüllt sogar die Stufe 5 des EFBE Tree Test, der sonst eher für Downhill- und Freeride-Bikes genutzt wird. Wir haben hier also wirklich ein eher kurzhubiges Bike, mit dem man es bergab aber ordentlich krachen lassen kann. Passend dazu gibt es eine abfahrtslastige, aber nicht allzu extreme Geometrie. Der Lenkwinkel liegt bei 65,5 Grad, der Sitzwinkel ist 67,6 Grad steil und die Kettenstreben messen 440 mm. Dazu gibt es ein relativ tiefes Tretlager. In Rahmengröße L, die wir getestet haben, haben wir einen Reach von 470 mm und einen Stack von 633 mm. Obwohl es ein Alurahmen ist, hat Commencal dem Tempo ausführliche Unterrohrschutz und Kettenstrebenschutz verpasst. Außerdem gibt es komplett intern geführte Leitungen, die allerdings leider durch den Steuersatz im Rahmen eintreten, was ja immer nicht so cool ist. Und wir haben hier einen Pressfit-Tretlager. Dafür gibt es allerdings auch zwei Flaschenhalteraufnahmen im Hauptrahmen, also eine für die Trinkflasche und eine zweite an der Unterseite vom Oberrohr, wo man irgendwie Werkzeug oder Ersatzteile montieren kann. Wir haben das Commencal Tempo in der Signature-Ausstattungsvariante getestet. Die kostet aktuell 4.570 €. Hier bekommt man ein Fox Factory Fahrwerk, eine Fox Transfer Vario Stütze, DT Swiss Alulaufräder und einen SRAM GX Antrieb. Außerdem sind Shimano XT Bremsen verbaut, mit denen wir allerdings ein paar Probleme hatten, weil die sich sehr stark aufgepumpt hatten. Also beim mehrmaligen Ziehen vom Bremshebel war der Druckpunkt einfach deutlich weiter draußen. Dieses Signature-Modell kostet 4.570 € und bringt 14,3 Kilo auf die Waage. Auf der Commencal-Website sind allerdings noch deutlich mehr Ausstattungsvarianten gelistet. Los geht's bei um die 2.500 €. Außerdem gibt es auch noch ein Rahmenset, das kostet 1.590 €. Aber kommen wir ins Eingemachte. Wie schlägt sich das Commencal Tempo auf dem Trail? Bergauf darf man sich jetzt nicht unbedingt auf die 125 mm Federweg am Heck festnageln und so eine XC oder Downcountry typische Uphill-Performance erwarten, sonst wird man vom Tempo ein bisschen enttäuscht sein. Die Sitzposition ist recht angenehm aufrecht und fühlt sich eher nach einem langhubigeren Bike an, also ein Enduro-Bike oder ein langhubigeres Trailbike und jetzt nicht unbedingt wie so ein effizienteres Bike. Außerdem wippt der Hinterbau schon spürbar, vor allem wenn man auf glattem Untergrund und mit eher leichten Gängen unterwegs ist. Da sollte man schon den Lockout-Hebel reinmachen. Der ist gut erreichbar und stellt den Hinterbau dann auch wirklich zuverlässig ruhig. Das Tempo ist also echt nicht auf maximale Effizienz getrimmt und vor allem hinsichtlich seines relativ geringen Federwegs am Heck könnte es noch eine Spur spritziger und agiler bergauf sein. Allerdings kommt man so auch schon relativ flott zum Traileinstieg. Auch bergab fährt sich das Tempo allerdings nicht unbedingt wie ein 125 mm Bike. Durch die abfahrtslastige Geometrie und die insgesamt recht hohe Front kommen da fast schon so ein bisschen Enduro-Vibes auf und man geht mit recht viel Sicherheit in die Abfahrt und kann es da echt krachen lassen. Die Lastverteilung zwischen Vorder- und Hinterrad passt auch ziemlich gut und die Geometrie ist unserer Meinung nach insgesamt gut gelungen. Dadurch fährt sich das Bike echt intuitiv und macht wirklich Spaß. Auch der Hinterbau hält da wirklich gut mit und man hat echt das Gefühl, hier mehr als 125 mm Federweg zur Verfügung zu haben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Tempo insgesamt ein bisschen linearer ausgelegt ist als so manche Bikes mit so wenig Federweg, die ein bisschen progressiver einfach sind. Dadurch nutzt man den Federweg wirklich komplett aus und dadurch, dass auch der Hinterbau insgesamt ein bisschen flexier, weicher ist, kommt dann ein richtig angenehmes Fahrverhalten raus, was man bei so wenig Federweg erstmal nicht erwarten würde. Da wird man erstmal denken, okay, das muss straffer sein. Das macht sich natürlich nicht nur im Komfort bemerkbar, sondern man hat auch einfach relativ viel Grip und Traktion dadurch. Die Kehrseite von dem relativ linearen Hinterbau bekommt man allerdings präsentiert, wenn man einen Drop mal zu tief in die Landung springt oder einen größeren Sprung überspringt. Dann schlägt das Tempo nämlich dann doch schon relativ schnell mal durch. Allerdings ist im Dämpfer auch nicht der größte Token, sondern der kleinste Token verbaut. Da kann man also nochmal nachlegen und das Ganze ein bisschen progressiver gestalten. Wer also auf der Suche nach einem richtig spaßigen, kurzhubigen Trailbike ist, was in der Abfahrt wirklich richtig gut performt und auch richtig viel Spaß macht, der ist mit dem Commencal Tempo bestens bedient. Wer eher nach was Ausschau hält, was richtig effizient ist, richtig schnell berghoch geht und wirklich ein bisschen leistungsorientierter ist, für den ist das Commencal Tempo sicherlich nicht die richtige Wahl.
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Commencal Tempo und unserem Test dazu habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten gibt es wie immer unseren ausführlichen Test auch auf mtbnews.de. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Darfst du nicht filmen.